Er war der spirituelle Führer für über 1 Milliarde Menschen. Er war eine Stimme des Mitgefühls, der Demut und der Reflexion. Doch was Papst Franziskus vor seinem Tod über Kate Middleton sagte, ließ selbst Vatikanbeamte fassungslos zurück und die königliche Familie schweigen. Bevor wir verraten, was er genau gesagt hat, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Sind Sie der Meinung, dass sich geistliche Führer zu königlichen Angelegenheiten äußern sollten? Tippen Sie 1 für Ja, 0 für Nein. Was hat Papst Franziskus dazu veranlasst, von einem König zu sprechen? Und was bedeuten seine Worte wirklich? Tauchen wir ein. Die letzte Rede von Papst Franziskus. Während einer Ansprache im Vatikan machte Papst Franziskus eine zutiefst persönliche und unerwartete Enthüllung, die alle überraschte. Als sich der Papst an Kate Middleton wandte, nahm der zuvor geplante Vortrag über den globalen Klimawandel eine unerwartete Wendung. Papst Franziskus würdigt Mitglieder der königlichen Familie nur selten in der Öffentlichkeit, sodass seine Äußerungen international für Aufregung sorgten. Ihre Beharrlichkeit, ihr Einsatz für die Öffentlichkeit und ihre ständigen gesundheitlichen Herausforderungen machten sie in schwierigen Zeiten zu einem Leuchtturm der Hoffnung. Die Würdigung erfolgte wenige Tage, nachdem Catherine ein Video veröffentlicht hatte, in dem sie ihre Krebsdiagnose bekannt gab. Zum ersten Mal seit Monaten wandte sie sich direkt an die Bevölkerung und rief, damit im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt, breite Unterstützung hervor. Die Äußerungen des Papstes verstärkten die emotionale Reaktion, und viele waren überrascht, dass er ihre Geschichte so aufmerksam verfolgt hatte. Noch überraschender war die Tatsache, dass dasselbe italienische Ärzteteam, das Papst Franziskus behandelt hatte, Anfang des Jahres auch die Prinzessin von Wales operiert hatte. Seine Erklärung offenbarte die diskrete und gut geplante Art ihrer medizinischen Behandlung, auch wenn diese Beziehung unbewiesen blieb. Die Hilfe des Vatikans für die britische Königsfamilie in einer persönlichen Angelegenheit gab Anlass zur Sorge über deren verdeckte Verbindungen. Die Zuhörer wurden daran erinnert, dass hinter Titeln, Jobs und Schlagzeilen Menschen stehen, die mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben. Die Äußerungen des Papstes haben dazu beigetragen, Kate und ihre Einrichtung zu vermenschlichen. Er lobte ihre Bemühungen, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schärfen, sowie ihre diskreten Besuche in Heimen und Krankenhäusern, um seine Äußerungen zu verstehen und zu begreifen. Warum sie eine solche Wirkung hatten, muss man Kates Geschichte und ihr Leben betrachten. Sie begann als normales südenglisches Mädchen, bevor sie ein weltweiter Superstar wurde. Kate wurde am 9. Januar 1982 als Tochter von Michael und Carol Middleton in Reading, Berkshire, geboren. Zu dieser Zeit waren ihre Eltern weder königlich noch wohlhabend. Ihre Eltern waren Fluglotsen und Flugbegleiter bei British Airways. Im Jahr 1979, ein Jahr vor ihrer Hochzeit, kauften sie ein kleines Haus mit 2 Schlafzimmern für 34.700 Erdpfund und gründeten dort eine Familie und ein Leben, das die ganze Welt umspannen sollte. Als Kate 2 Jahre alt war, zog die Familie wegen des Berufs ihres Vaters nach Jordanien um. Ihr 2-jähriger Aufenthalt ermöglichte es Kate, das Leben in einem anderen Land kennenzulernen. Freunde und Biografen sind der Meinung, dass der frühe Kontakt mit verschiedenen Kulturen ihre Sichtweise und Einstellung beeinflusst hat. Kates jüngerer Bruder, James, wurde in England geboren, als die Familie 1986 dorthin zog. Mit ihrer Schwester Pippa bildeten sie eine enge Gruppe, die auch heute noch besteht. Kate wuchs in Bucklebury auf, einem abgelegenen Dorf in Berkshire, in dem die Middletons lebten. Edward de Buchanan, einer der letzten angelsächsischen Monarchen Englands, war an der Ansiedlung beteiligt. Damals war es ein humorvolles Postskriptum, aber Kates späteres Engagement für die Monarchie macht es fast poetisch. Kates Kindheit wurde als typisch und bodenständig beschrieben. Ihre Eltern gründeten Party Pieces, ein erfolgreiches Unternehmen für Partybedarf, was ihnen den Umzug in ein größeres Haus ermöglichte. Trotz ihres wachsenden Komforts blieb Kate bescheiden. Sie schloss sich den örtlichen Heinzelmännchen an und nahm mit den anderen Kindern an Gemeindeveranstaltungen teil. Ihre erste Schule war die St. Andrew's School in Pangbourne, die sie von 1986 bis 1995 besuchte. Kate war motiviert und sportlich.
Sie hielt 25 Jahre lang den Hochsprungrekord der Schule. Ihre akademische Karriere verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Mobbing und mangelnde Fitness beeinträchtigten ihren kurzen Aufenthalt in Downhouse, einem Mädcheninternat. Ihre Eltern brachten sie auf das Marlborough College, wo sie Fuß fassen konnte. Sie nahm an Schulaufführungen teil, erhielt hervorragende Noten und trat der Schwesternschaft bei, einer angenehmen und hilfsbereiten sozialen Gruppe. Nach ihrem Abschluss hat Kate ein Jahr Pause gemacht, das ihre Zukunft verändert hat. Zunächst verbrachte sie 10 Wochen mit Raleigh International in Chile, wo sie in der Umwelt- und Gemeindeentwicklung arbeitete. Es war körperlich und emotional anstrengend. Ihr zukünftiges Leben ohne Luxus und moderne Annehmlichkeiten schien in weiter Ferne zu liegen. Ihre Zeitgenossen beschrieben sie jedoch als zäh, fröhlich und vertrauenswürdig. Eigenschaften, die schließlich vom Volk und ihren königlichen Schwiegereltern geschätzt wurden. Nach ihrer Reise nach Chile studierte Kate Kunst und Italienisch in Florenz. Sie erforschte Museen und Architektur und verliebte sich in die Fotografie, die ein wichtiger Teil ihrer königlichen Identität werden sollte. Kate erhielt eine Einladung an die Universität von Edinburgh, ihre Wunschschule. Sie änderte ihre Meinung während ihres Studienjahres und bewarb sich an der St. Andrews University in Schottland, viele Monate bevor die Kurse begannen. Diese Änderung in letzter Minute gab Anlass zur Sorge, da Prinz William erst vor kurzem seinen Besuch in St. Andrews bestätigt hatte. Laut den königlichen Beobachtern und Biografen Tina Brown und Omid Scobie könnte Carol Middleton großen Einfluss auf die Entscheidung gehabt haben. Sie erklärten, dass Carol der Meinung war, dass St. Andrews bot ihrer Tochter akademische Perspektiven und die Chance, die zukünftige Königin kennenzulernen. Ob wahr oder nicht, diese Entscheidung hat Kates Leben für immer verändert. Sie und Prinz William schrieben sich zunächst in St. Andrews Kunstgeschichte-Programm ein, das sehr umkämpft war. Als die Medien sich auf den jungen Prinzen konzentrierten, nahmen die Bewerbungen drastisch zu. Kate wurde im September 2001 in die Schule aufgenommen. Sie wohnte in St. Salvatore's Hall, wie auch Prinz William, und ihre erste Begegnung fand beim Frühstück in der Cafeteria statt. Daraus entwickelte sich eine der bekanntesten modernen Liebesgeschichten. Ein ruhiges Studentenleben in einem kleinen Dorf am Meer führte zum Herzen des britischen Königshauses. Vor dieser Geschichte war Kate eine junge Erwachsene, die studierte, neue Bekanntschaften machte und zum ersten Mal von zu Hause wegzog. Das Leben an der Universität von St. Andrews war ruhiger und konzentrierter als in der Öffentlichkeit, wo Catherine Middleton, die manchmal auch Kate genannt wird, berühmt werden sollte. Sie kam im September 2001 als neue Studentin an, die versuchte, sich zu akklimatisieren. Nur wenigen war klar, dass ihre Entscheidung, nach Edinburgh nach St. Andrews zu gehen, nachdem sie in Edinburgh angenommen worden war, eine ihrer wichtigsten Lebensentscheidungen sein würde. Sie studierte Kunstgeschichte, wie auch Prinz William. Die potenzielle Königin unter den regulären Studenten, die eine Universität besucht, weckte weltweites Interesse. So hatte St. Andrews in diesem Jahr mehr Bewerbungen, insbesondere von jungen Frauen. Einige Medien bezeichneten dies als einen inoffiziellen Einfluss von Prinz William. Jahre später stellten Beobachter des Königshauses und andere Medien Kates Universitätswechsel in Frage. Tina Brown und Omid Scobie glauben, dass ihre Mutter, Carol Middleton, den Umzug gefördert haben könnte, da er eine einzigartige Gelegenheit darstellte. Carol erwog den Umzug nach St. Andrews in Verbindung mit einem geplanten Zwischenjahr in Florenz und einem Freiwilligendienst in Chile als strategisch wichtig. Manche sahen darin eher einen absichtlichen Versuch, Kate in Williams Nähe zu bringen, als eine Manipulation. Wie dem auch sei, ihre Wege kreuzten sich schon früh und oft in der Schule. Als Studenten lebten Kate und William in St. Salvatore's Hall, einem herkömmlichen Wohnheim mit gemeinsamen Ess- und Wohnräumen. Jemand erwähnte, dass sie sich zum Frühstück in der Cafeteria trafen. Anders als in den Filmen haben sie sich nicht sofort ineinander verliebt. William begrüßte Kate und die anderen an seinem Tisch, aber sie war schüchtern und wurde rot, bevor sie sich leise entfernte. Keiner der beiden betrachtete den anderen als mehr als einen Klassenkameraden. In den ersten Monaten hatte William eine kurze Beziehung mit Carly Massey Birch, während Kate mit Rupert Finch, ihrem ersten Liebhaber an der Universität, zusammen war. Kate und William liefen sich häufig über den Weg, weil sie so nahe beieinander wohnten. Kate kam nach dem Joggen zurück und William ging zum Frühstück in sein Zimmer.
das über dem von Kate lag. Im März 2002 änderte eine von Studenten organisierte Wohltätigkeitsmodenschau alles. William sah Kate in einem neuen Licht, als sie in einem schwarzen Seidenkleid über den Laufsteg schritt. Er wandte sich an einen Freund und sagte, wow, Kate ist heiß. Es dauerte Monate, bis sich etwas Romantisches abzeichnete. Aber dieser Moment veränderte seine Meinung über sie. Nach einem Jahr wurden die beiden gute Freunde. Im 2. Studienjahr zogen sie in eine Wohngemeinschaft mit 2 anderen Studenten. Der Umzug ermöglichte ihnen mehr Privatsphäre, vor allem weil die Medien ausführlich über Williams Privatleben berichtet hatten. Zu dieser Zeit begannen sie sich zu verabreden, aber die Öffentlichkeit erfuhr erst später davon. Nachdem sie ihre Mitbewohner und Freunde gebeten hatten, ihre Affäre geheim zu halten, mieden sie mehr als 2 Jahre lang die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit erfuhr von ihrer Romanze im Jahr 2004, als sie beim Skifahren in der Schweiz gesehen wurden. In den folgenden Jahren schien das Paar stabil zu sein. Sie fuhren nach Balmoral in Schottland, unternahmen Reisen und unterstützten sich gegenseitig intellektuell. Nachdem er sich abgemüht hatte, erwog William, sein Studium der Kunstgeschichte abzubrechen. Kate überredete ihn offenbar, das Fach Geographie zu wechseln, anstatt es abzubrechen. Später lobte er sie dafür, dass sie ihm in dieser schwierigen Zeit beigestanden hatte, und deutete an, dass ihre Beziehung eher auf Freundschaft und Unterstützung als auf Begehren beruhte. Wie in vielen anderen Beziehungen gab es jedoch auch in ihrer Höhen und Tiefen. William und Kate trennten sich 2007 telefonisch, nachdem sie jahrelang zusammen waren. Er bat um etwas Freiraum, bevor er einer Verlobung zustimmte. Tage später tanzte er in einem Londoner Nachtclub und sagte, »Ich bin frei.« Das Ereignis erregte die Aufmerksamkeit der Medien und wurde allgemein verurteilt. Vor allem, weil Kate sich immer mit Würde verhalten hatte. Kate verkraftete die Trennung gnädig, ohne zu schrumpfen oder zu reagieren. Sie besuchte Freunde in Dublin und auf Ibiza und wirkte in der Öffentlichkeit selbstbewusst. William war wieder einmal erstaunt über ihre Gelassenheit. Bei einer Kostümparty im Juni 2007, bei der Kate ein Krankenschwesterkostüm trug, tanzten und sprachen sie die ganze Nacht. Die Beziehung von Kate und ihrem Partner wurde kurz darauf wieder aufgenommen. Kate wurde zu Dianas Konzert im Wembley-Stadion im Juli eingeladen. Sie saß ein paar Reihen hinter William und signalisierte damit, dass ihre Beziehung wieder auf dem richtigen Weg war. In späteren Interviews sagten Kate und William, die Trennung sei für ihre eigene Entwicklung wichtig gewesen. William behauptete, sie bräuchten Zeit, um herauszufinden, wer sie sind. Und Kate glaubte, dass es sie stärker machte. 3 Wochen lang waren sie verlobt, bevor sie am 16. November 2010 ihre Verlobung bekannt gaben. Am 20. Oktober machte William Kate während einer privaten Reise in Kenia einen Heiratsantrag. Er reichte ihr den 18-karätigen blauen Saphir- und Diamantring von Prinzessin Diana, ein Unikat. Er lag schon seit Wochen in seinem Rucksack und wartete auf den richtigen Zeitpunkt. Die offiziellen Verlobungsfotos zeigten Kates zitternde Hände, die William beruhigen musste. Eine kurze, aber angenehme Interaktion machte das Paar für das Publikum zugänglicher. Kates königsblaue Eisrede für die Ankündigung löste den Kate-Effekt aus, bei dem alles, was sie trug, innerhalb von Stunden ausverkauft war und zum Renner wurde. Kate hatte sich von der Studentin und Verlobten zur möglichen Königin-Gattin entwickelt. Es ging also um mehr als nur um Mode. Die Verlobungen lösten einen Medienrummel aus. Von Kates Geschichte bis zum vorgeschlagenen Ort berichteten die internationalen Medien über alles. Zu diesem Zeitpunkt waren Facebook und Twitter voll mit Beiträgen und Spekulationen. Das Publikum wurde von der Geschichte angezogen, weil Kate von Geburt an eher zur Mittelschicht als zum Adel gehörte. Sie hatte ihr Leben mit Zuversicht, Weisheit und Entschlossenheit gemeistert. Die britische Regierung erklärte ihren Hochzeitstag, der 29. April 2011, zum nationalen Feiertag. Analysten rechneten mit Millionenumsätzen im Bereich Tourismus und Waren. Die beiden konzentrierten sich aufeinander. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit bewahrten sie die Ruhe. Kate verbrachte die Monate vor der Hochzeit damit, sich sowohl auf die Hochzeit als auch auf ihre neue Arbeit vorzubereiten. Sie verließ Party Pieces, die Firma ihrer Eltern, um privat das königliche Protokoll zu studieren. Sie trat auch häufiger mit William in der Öffentlichkeit auf, was die Aufmerksamkeit des Königshauses auf sich zog. Kate Middleton heiratete im April 2011 in der Westminster Abbey und wurde zu Catherine, Herzogin von Cambridge. Das Ereignis, das von 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wurde.
markierte den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Nachdem sich der Mob zerstreut hatte und die Schlagzeilen verblasst waren, begann die eigentliche Arbeit. Catherine war nicht mehr privat. Sie war nun eine hochrangige britische Königin, die Verantwortung trug, Erwartungen hatte und ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand. Sie war sich von Anfang an darüber im Klaren, dass sie ihre Position persönlich und maßvoll angehen wollte. Im Gegensatz zu vielen früheren königlichen Bräuten ließ sich Catherine mit öffentlichen Auftritten Zeit. In ihrem ersten Jahr als Prinzessin nahm sie nur an 34 offiziellen Veranstaltungen teil. Zum Vergleich: Prinzessin Diana hatte in ihrem ersten Jahr als Prinzessin 170 Auftritte. Einige Medien bezeichneten sie als faule Katie und zweifelten an ihrer Hingabe. Ihre Bekannten bemerkten jedoch, dass sie sich Zeit nahm, um sich zu akklimatisieren, ihre neue Position zu verstehen und, was am wichtigsten war, den Rahmen für die Vereinbarkeit ihrer königlichen Pflichten mit ihrem Wunsch, eine Familie zu gründen, zu schaffen. Catherine verbrachte ihre ersten Jahre damit, die Familie in den Vordergrund zu stellen und verkörperte damit eine modernere und zugänglichere königliche Rolle. Die Tradition wurde verändert, nicht aufgegeben. Sie hatte schon immer die Absicht, ihre Kinder selbst zu erziehen, zumindest in den ersten Lebensjahren. Dies bedeutete eine Abkehr von der königlichen Praxis, bei der Kindermädchen und Dienerinnen die Kinder von Geburt an betreuten. Nach der Geburt von Prinz George im Juli 2013 überraschte Catherine viele, indem sie für 6 Wochen in das Haus ihrer Eltern in Bucklebury zog. Ihre Familie unterstützte sie bei der Umstellung auf die Elternschaft. Abgesehen von der Treppe des Krankenhauses folgten ihr keine Royals oder machten offizielle Fotoanrufe. William und Catherine vermittelten ein weniger gekünsteltes, authentischeres königliches Bild, indem sie lässig mit ihrem neugeborenen Baby dastanden und schüchtern in die Kameras lächelten. Dem Publikum gefiel dieser einfache Ansatz. Die Menschen sahen eine Frau, die sich bemüht, die neue Elternschaft auf die gleiche Weise zu bewältigen, wie viele andere auch, und nicht eine unbeteiligte, herausgeputzte Figur. Trotz ihres Wunsches, sich auf ihre Kinder zu konzentrieren, erfüllte sie weiterhin ihre offiziellen Aufgaben. Stattdessen übernahm sie nach und nach Schirmherrschaften und nahm an Veranstaltungen teil, die ihren Überzeugungen entsprachen. Eine ihrer ersten Auslandsreisen führte sie im Sommer 2011 mit Prinz William durch Kanada und die Vereinigten Staaten. Die Tournee war ein Erfolg. Die beiden traten freundlich auf und hatten Kontakt zu allen, denen sie begegneten. Auf der Calgary Stampede trugen sie Cowboy-Hüte und nahmen an lokalen Ritualen teil, was für Schlagzeilen sorgte. Die viralen Fotos zeigten deutlich, dass es sich nicht um den traditionellen königlichen Auftritt handelte. Catherine nahm im November 2012 zum ersten Mal alleine an einem Staatsbankett für die Königin in Luxemburg teil. Die kurzfristige Terminänderung hat sie mit Bravour gemeistert. Andere freuten sich über ihre Flexibilität und ihre Gelassenheit unter Belastung. Die zeigten, dass sie bereit war, bei Bedarf mehr Verantwortung zu übernehmen. Ihre öffentliche Präsenz verstärkte ihre Wirkung. Dies wurde besonders in der Mode sichtbar. Catherine wurde schnell zu einem weltweiten Modestar. Der Kate-Effekt begann sich auf das Verbraucherverhalten auszuwirken, als ihre Ensembles am nächsten Tag Schlagzeilen machten. Viele ihrer Kleider, Jacken, Schuhe und Accessoires waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Ihr Stil war unverwechselbar, da sie hochwertige und preiswerte Marken kombinierte. Sie kombinierte Designer-Labels wie Zara und Rice. Ein Treffen mit Michelle Obama war bemerkenswert. Catherine trug ein cremefarbenes Spitzenoutfit, das 175 Pfund wog. Das Outfit war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und sorgte für einen Ansturm auf die Website der Marke. Damit bewies sie ihre Fähigkeit, zu überzeugen, ohne distanziert zu wirken. Katharinas öffentliches Leben war von ihren Prinzipien geprägt. Sie wollte nicht berühmt sein oder Schlagzeilen machen. Stattdessen setzte sie sich im Stillen für die psychische Gesundheit von Kindern, die frühkindliche Entwicklung und die Unterstützung von Familien ein. Ihre Arbeit mit Placid 2 BE, Action on Addiction und dem Anna Freud Center erstreckt sich über mehrere Jahre. Ihr Ziel war es immer, das emotionale Wohlbefinden von Kindern und Familien zu verbessern und gleichzeitig langfristige Reformen zu fördern. Catherines Schwangerschaften waren Ereignisse. Ihre erste Schwangerschaft, die im Dezember 2012 bekannt wurde, sorgte für internationale Schlagzeilen. Sie wurde jedoch nicht wie gewünscht bekannt gegeben. Sie wurde mit Hyperemesis gravidarum ins Krankenhaus eingeliefert, was den Palast dazu veranlasste,
die Bekanntgabe vorzuziehen. Katharina nahm ihre königlichen Pflichten so weit wahr, wie es ihre Gesundheit zuließ. Prinz George wurde am 22. Juli 2013 geboren. Es war das erste Mal seit mehr als einem Jahrhundert, dass Charles, William und George alle am Leben waren. Mit der Geburt von Prinzessin Charlotte am 2. Mai 2015 wurde die männliche Bevorzugung durch ein neues Gesetz abgeschafft und ihre Nachfolge gesichert. Es war eine historische Initiative der Monarchie zur Gleichstellung der Geschlechter. Jüngere Jungen sollten gegenüber älteren Schwestern nicht mehr im Vorteil sein. Ihr drittes Kind, Prinz Louis, wurde am St. Georgstag, dem 23. April 2018, geboren. Catherine überraschte viele, als sie 7 Stunden nach der Geburt das Krankenhaus in einem roten Jenny Peckham-Kleid verließ, eine Hommage an Prinzessin Diana. Das Szenario war zwar sehr fabriziert, unterstrich aber ihr Engagement für die bürgerliche Tradition und den familiären Hintergrund ihres Mannes. Abgesehen von Besuchen im Krankenhaus haben Catherine und William ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Sie haben ein Gleichgewicht zwischen öffentlichen und privaten Auftritten gefunden und sich für Fotos vom ersten Schultag oder Besuche auf dem königlichen Balkon entschieden, um der Aufmerksamkeit der Medien zu entgehen. Diese geregelte Strategie hat die Normalität ihrer Kinder bewahrt und gleichzeitig der Öffentlichkeit genützt. Während des Ausbruchs von Covid-19 räumte Catherine ihrer Familie und ihrer Verantwortung eine höhere Priorität ein. Während sie ihre Kinder erzog, knüpfte sie Online-Kontakte zu Wohltätigkeitsorganisationen und Gesundheitsexperten. Im Mai 2020 rief sie das Hold Still Photography Project ins Leben und rief die Bürger des Vereinigten Königreichs dazu auf, Bilder von Einsperrungen einzureichen. Die digitale Ausstellung und das Buch wurden auf der Grundlage von rund 30.000 Einsendungen erstellt. Es war eines ihrer persönlichsten und bedeutendsten Werke. Trotz ihrer Triumphe war Catherines Weg nicht einfach. Zu ihrem Weg gehörten frühe Proteste gegen ihren reduzierten königlichen Zeitplan, eine intensive Medienkritik an ihrer Modewahl und häufige Diana-Vergleiche. Sie hat immer Wert auf die Familie gelegt, auf wichtige Anliegen und darauf, in einem Umfeld, in dem man leicht den Überblick verlieren kann, geerdet zu sein. Sie stärkte die königliche Familie, als ihre Macht zunahm. Catherine galt als beruhigende und einigende Kraft bei öffentlichen Emotionen, insbesondere bei Konflikten im Königshaus. Sie antwortet nur selten auf Klatsch und Tratsch, sondern bewahrt ihre Stärke durch Schweigen. Das erste Jahrzehnt von Königin Katharina war nicht durch große Ankündigungen oder Schlagzeilen gekennzeichnet. Stattdessen war ihr ruhiger und vorsichtiger Ansatz auf die Familie und die Pflicht ausgerichtet. Sie hat bewiesen, dass eine moderne Monarchie nicht laut sein muss, um effektiv zu sein. Sie hat sich behutsam in das königliche Leben eingearbeitet und hat einen bedeutenden Einfluss auf die psychische Gesundheit und die frühe Entwicklung von Kindern. Catherine, Prinzessin von Wales, ist in einer der schwierigsten Phasen in der Geschichte der modernen Monarchie in ein hohes königliches Amt aufgestiegen. Gesundheitsprobleme, Familienstreitigkeiten, veränderte Erwartungen der Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit der Medien prägten die frühen 2020er Jahre. Catherine wirkte ruhig und gelassen, doch hinter der Fassade verbarg sich eine Frau, die Familie, königliche Pflichten und die Anforderungen einer der meistbeachteten Frauen der Welt unter einen Hut brachte. Der Ausbruch von Covid-19 im Jahr 2020 hatte Auswirkungen auf die königliche Familie und Catherine. Abriegelungen im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt verboten königliche Engagements. Catherine und Prinz William konnten nun als Lehrer und prominente Persönlichkeiten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als je zuvor. Um die öffentliche Kommunikation aufrechtzuerhalten, nutzte das Paar virtuelle Mittel. Sie nahmen Videogespräche mit wichtigen Personen, NHS-Fachleuten, Ausbildern und Heimbewohnern auf. Catherine kam häufig aus ihrem Haus in Norfolk, um Mitarbeiter an vorderster Front zu ermutigen und anzuerkennen. Sie gründete auch krisenbezogene Initiativen für psychische Gesundheit und frühkindliche Entwicklung. Trotz aller Bemühungen gab es immer wieder Kritik und Hinterfragung. Zu Beginn der Pandemie wurde Catherine mehrmals ohne Maske gesehen, was zu Bedenken hinsichtlich der Führung der königlichen Familie führte. Die Medien verurteilten schnell die sich ständig ändernden Normen für das Tragen von Masken. 6 Monate nach dem Ausbruch der Epidemie trug sie zunächst eine geblümte Maske in einer Speisekammer, die online innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.
In Zusammenarbeit mit der National Portrait Gallery gründete sie das Hold Still Photography Project. Das Projekt rief die Öffentlichkeit dazu auf, Bilder vom Einschluss einzureichen. Mit über 30.000 Beiträgen wurde ein intimes Porträt des Landes in einer schwierigen Zeit gezeichnet. Diese Initiative zeigte mehr als andere, dass Katharina in der Lage war, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, ohne große Menschenmengen zu erreichen. Katharina blieb innerhalb der Palasttore eine beeindruckende Persönlichkeit, aber die königliche Familie war unter Beschuss. Prinz Harry und Meghan Markle schieden im Januar 2020 unerwartet als Royals aus. Viele Kritiker und königliche Insider hielten die Ankündigung für unangemessen oder beleidigend, weil sie einen Tag vor Catherines 38. Seitdem hat sich das Bild, das die Medien von der königlichen Familie zeichnen, dramatisch verändert. Die Medien waren geteilter Meinung. Einige lobten Harrys und Meghans Entscheidung, während andere ihnen vorwarfen, die Monarchie zu einem kritischen Zeitpunkt zu stören. Catherine stand im Mittelpunkt des Geschehens, trotz ihres ruhigen Auftretens und ihrer beruflichen Leistung. Mit der Zeit wuchs der Konflikt zwischen dem Paar. In einem bekannten Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 sagte Meghan, dass Catherine sie vor ihrer Hochzeit zum Weinen gebracht habe, was früheren Medienberichten widerspricht. Die Medien überschlugen sich mit dieser Aussage. Catherine hat sich nie offiziell zu den Anschuldigungen geäußert, aber aus Palastkreisen verlautet, dass sie sehr verletzt war, vor allem, weil sie sich privat hinter Meghan gestellt hatte. Im Januar 2023 veröffentlichte Prinz Harry sein Buch Spare, in dem es um eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Harry und Prinz William sowie um andere Geheimnisse der königlichen Familie geht. In der Geschichte wird Catherine immer wieder erwähnt, um die Spannung zu erhöhen. Die Veröffentlichung des Buches um Catherines Geburtstag herum war, wie schon die vorherige Ankündigung von Harry und Meghan, von großer Bedeutung. Obwohl sie in der Öffentlichkeit ihre Fassung bewahrte, belasteten die Vorfälle sie und die Institution sichtlich. Catherine reagierte ohne Worte oder Interviews und konzentrierte sich auf ihre königlichen Pflichten. Sie übernahm mehr Verantwortung, nahm an hochkarätigen Veranstaltungen teil und präsentierte sich als künftiges Oberhaupt der Monarchie. König Charles und Königin Camilla erfüllten formale Pflichten, aber Catherine und William sollten die zukünftigen Gesichter der königlichen Familie werden. Selbst die gelassensten Staatsoberhäupter können nicht alles kontrollieren. Das Bild des Kensington-Palastes zum Muttertag löste im März 2024 einen unerwarteten Sturm aus. Catherine lächelte mit ihren 3 Kindern in einer angenehmen und komfortablen Umgebung. Aber aufmerksame Betrachter bemerkten die Anomalien des Fotos. Weezer. B. Eine ungewöhnliche Positionierung des Reißverschlusses und eine ungleiche Ärmelfalte. Reuters und AFP zogen das Foto wegen digitaler Manipulation zurück. Die Online-Antworten waren schnell und harsch. Der Flughafen Dublin machte sich über den Hashtag #OCapegate lustig, indem er einen mit Photoshop bearbeiteten Schauspieler mit verändertem Aussehen twitterte. Als sich der Verdacht erhärtete, gab Catherine in einer seltenen öffentlichen Erklärung zu, dass sie das Foto verändert hatte. Sie sagte, sie habe Spaß an der Fotografie, ihrer langjährigen Leidenschaft, gehabt und niemanden in die Irre führen wollen. Einige lobten ihre Offenheit, während andere in Frage stellten, warum sie ein königliches Foto ohne Expertenprüfung hochgeladen hatte. Das Kommunikationsteam des Kensington-Palastes verlor das Vertrauen. Und die Episode löste eine Debatte über Authentizität und Imagepflege im digitalen Zeitalter aus. Der Vorfall zeigte, wie anfällig selbst gut gebaute Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der heutigen schnelllebigen Medienwelt sein können. Catherine hatte sich vor der Veröffentlichung des Fotos schon einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, was die Sache kompliziert machte. Der Palast teilte im Januar 2024 mit, dass sie nach einer Magenoperation erst nach Ostern wieder öffentliche Aufgaben wahrnehmen wird. Ihr längeres Verschwinden löste im Internet viel Besorgnis und Misstrauen aus. In einigen Berichten hieß es, sie liege im Koma, während andere behaupteten, sie habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Da der Palast nur selten auf dem Laufenden gehalten wurde, verbreiteten sich die Verschwörungstheorien schnell. Catherine schwieg die ganze Zeit über. Am 22. März 2024 meldete sie sich schließlich in einer Videobotschaft zu Wort, in der sie in aller Ruhe mitteilte, dass bei einer postoperativen Untersuchung Krebs festgestellt wurde und sie sich einer vorbeugenden Therapie unterzog.
Die Ankündigung war sehr herzlich und intim. Sie erklärte, dass sie und William Zeit brauchten, um die Informationen zu verarbeiten und sie ihren Kindern angemessen mitzuteilen. Jemand, der immer ein zurückhaltendes und gesammeltes Auftreten an den Tag gelegt hatte, zeigte Anzeichen von Schwäche. Das Video löste monatelange Mutmaßungen aus und entfachte eine neue Debatte über die Privatsphäre prominenter Menschen, insbesondere von Royals. Die Unterstützung kam fast schlagartig. Gesundheitsorganisationen lobten ihre Bemühungen um die Förderung von Früherkennungsuntersuchungen und die Beseitigung des mit der Krebsbehandlung verbundenen Stigmas. Die Wochen vor der Proklamation hatten erhebliche Auswirkungen auf sie, ihre Familie und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kommunikationsbemühungen des Palastes. Katharinas Position wuchs über das Zeremoniell hinaus. Sie wurde sowohl bewundert als auch verurteilt für ihre Standhaftigkeit angesichts enormer persönlicher und öffentlicher Widrigkeiten. Trotz familiärer Probleme, des Medienrummels und ernsthafter gesundheitlicher Probleme blieb sie gelassen und konzentrierte sich auf ihre Karriere. Die Bekanntgabe der Krebsdiagnose von Catherine, Prinzessin von Wales. Im März 2024 beendete monatelange Spekulationen, veränderte aber auch die öffentliche Wahrnehmung von Catherine. Nach jahrelanger Hingabe und einem sorgfältig aufgebauten Image von Eleganz und Gelassenheit war ihre Entscheidung, ihre gesundheitlichen Neuigkeiten per Videobotschaft mitzuteilen. Sowohl verblüffend als auch sehr real. Catherine wirkte in dem Video dünner und niedergeschlagen, aber ihre Stimme blieb ruhig. Sie teilte mit, dass bei einer Nachuntersuchung nach ihrer Unterleibsoperation im Januar Krebs festgestellt wurde. Daher begann sie mit einer vorbeugenden Chemotherapie. Unerwartete Nachrichten. Ihr Verschwinden aus dem öffentlichen Leben war von Ratlosigkeit, unbeantworteten Fragen und unbegründeten Spekulationen geprägt. Sie äußerte sich traurig, aber ruhig und bemerkte, dass die Prognose sowohl sie als auch Prinz William erschreckt habe. Sie nahmen sich Zeit, um in Ruhe über die Nachricht nachzudenken, bevor sie es ihren 3 Kindern mitteilten. Viele Menschen sahen Catherines persönliche Seite zum ersten Mal, unbelastet von königlichen Pflichten oder Festlichkeiten. Ihre ehrliche Rede und ihre Direktheit kamen bei der Öffentlichkeit gut an. Es gab eine sofortige Reaktion. Nach ihrer Bemerkung stiegen die Zahl der Krebstests und die Zahl der Anfragen, und die Gesundheitsverbände applaudierten ihrer Ehrlichkeit. Ihre Tapferkeit motivierte Menschen jeglicher Herkunft, ihre Geschichten in den sozialen Medien zu teilen. Das Urteil löste jedoch Bedenken darüber aus, wie viel Privatsphäre Einzelpersonen in der Öffentlichkeit verdienen, insbesondere in einem digitalen Zeitalter, in dem Abwesenheit häufig zu Anmaßungen führt. Der Zeitpunkt eines anderen bedeutenden Ereignisses machte diesen Moment noch viel ergreifender. Wenige Wochen vor seinem Tod sprach Papst Franziskus bei einer Audienz im Vatikan am 7. Juni 2024 über Catherine, Prinzessin von Wales. Der Gottesdienst sollte eigentlich dem Klimawandel gewidmet sein, aber der Papst sprach stattdessen leidenschaftlich über Catherines Gesundheit. Er beschrieb sie als ein Licht der Hoffnung in einer Zeit, in der die Welt starke, ehrliche Persönlichkeiten brauchte. Die Huldigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Katharina begann, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, um sich privat pflegen zu lassen. Der Papst, der nur selten über die königlichen Familien spricht, sagte, er habe ihre Situation beobachtet. Es folgte ein überraschendes Detail. Das italienische Ärzteteam, das ihn zuvor behandelt hatte, war nach London gereist, um bei Catherines Behandlung zu helfen. Diese neu aufgedeckten Daten offenbaren eine unerwartet enge Verbindung zwischen dem Vatikan und dem britischen Königshaus. Der Papst lobte Catherines Bemühungen um psychische Gesundheit und frühe Kinderbetreuung. Er bestätigte, dass sie zwischen Januar 2023 und Januar 2024 trotz ihrer zunehmenden Geheimhaltung an etwa 87 philanthropischen Aktivitäten beteiligt war. Er beschrieb ihre heimlichen Besuche in Kinderhospizen und Heimen sowie in 12 Londoner Obdachlosenheimen in den Monaten vor ihrer Diagnose. Diese Ausflüge waren intim und ohne Kamera und zeigten ihr echtes Mitgefühl für die Unterprivilegierten. Die bisher unbekannte Menge an karitativen Aktivitäten hinter den Kulissen machte Katharinas Ideale und Verantwortung deutlich. Es erklärt auch, warum ihr trotz der Gerüchte während ihrer Abwesenheit so viele Menschen vertrauten. Sie blieb stumm, aber ihre Beständigkeit, ihr Mitgefühl und ihr Dienst sprachen für sie. Papst Franziskus würdigte dann die weitreichenden Auswirkungen von Catherines Ankündigung. Er erklärte,
dass die Zahl der Krebstests im Vereinigten Königreich in den Wochen nach ihrer Diagnose um 35% gestiegen sei. Diese Zahl zeigt, wie stark ihre Stimme war und wie sehr ihre Geschichte die Menschen berührt hat. Catherine hat während ihrer Behandlung etwas gearbeitet. Am 15. Juni 2024 nahm sie kurz am Trooping the Color teil und sagte vielen, dass sie sich erholen würde. Sie sprach nicht und gab keine Interviews, aber ihre bloße Anwesenheit zeigte, dass sie immer noch da war, ein Mitglied der Institution war und sich ihren Aufgaben widmete. Papst Franziskus hat in derselben Rede einen ungewöhnlichen Appell an die Öffentlichkeit und die Presse gerichtet. In nur einem Monat wurden etwa 15.000 Artikel über Katharinas Diagnose veröffentlicht. Er betonte Vorsicht und Sanftmut. Er warnte davor, dass übermäßiger Mediendruck den Menschen körperlich und seelisch schaden kann. Er wies darauf hin, dass Stress die Krebsbehandlung behindern kann und erinnerte die Zuhörer daran, dass Prominente auch nur Menschen sind. Er sprach über soziale Medien. Innerhalb von 24 Stunden nach Catherines Videodebüt gab es über 2,7 Millionen Posts über sie auf X, das Twitter, Instagram und TikTok ersetzt. Viele Beiträge waren spekulativ und aufdringlich, während andere ermutigend waren. Der Papst forderte die Menschen auf, über die Auswirkungen ihrer Worte nachzudenken, insbesondere wenn sie jemanden mit einer lebensverändernden Krankheit betreffen. In einem netten Schlusswort ermahnte er die Leser von Catherine, fröhlich zu sein. Er sprach sich dafür aus, die Krebsforschung, Programme für psychische Gesundheit und gefährdete Orte zu finanzieren, um ihre Tapferkeit anzuerkennen, anstatt Klatsch oder virales Material zu verbreiten. Seine Bemerkungen spiegeln Catherines Video wider, in dem sie sagt, dass ihre Erfahrung zwar persönlich ist, aber dennoch zu Mitgefühl und Empathie anregen kann. Der Papst hielt eine seiner letzten öffentlichen Ansprachen, bevor er im April 2025 im Alter von 88 Jahren starb. Sein Tod markierte das Ende eines bescheidenen, fortschrittlichen und humanen Pontifikats. Zu den internationalen Würdigungen gehörten ein persönlicher Brief von König Karl über ihre letzte Begegnung sowie die guten Wünsche des Papstes. Sein Tribut an Catherine ist nun Teil seines Vermächtnisses und erinnert seine Anhänger daran, wie wichtig Einfühlungsvermögen, Führungsstärke und die Anerkennung von Menschlichkeit in der Öffentlichkeit sind. Die Welt beobachtet mit Sorge und Respekt, wie Catherine ihre Rehabilitation außerhalb des Rampenlichts fortsetzt. Sie hat bewiesen, dass Macht nicht immer dadurch entsteht, dass man am lautesten ist oder am meisten auffällt. Manchmal liegt es daran, dass man weiß, wann man sprechen muss, wie man eine Verbindung herstellt und dass man den Mut hat, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie schwierig ist. Ihr Abenteuer geht weiter. Viele sagen, sie habe gezeigt, was eine moderne Prinzessin sein kann. Ich bin ein Mensch, der zuhört, fühlt und mit ruhigem Vertrauen führt. Introspection, Rehabilitation und Resilienz werden die kommenden Monate bestimmen. Ähnlich wie der Papst wird sie ein Vermächtnis von Anmut, Ehrlichkeit und Mut hinterlassen. Die Frage ist, ob sie ins öffentliche Leben zurückkehrt. Was halten Sie von den Worten von Papst Franziskus über die Prinzessin von Wales? Waren Sie überrascht, dass er sie herausgegriffen hat? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, mögen Sie bitte dieses Video. Abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn es gibt immer noch Geschichten zu erzählen, die die Welt noch nicht gehört hat.